Dominik Turi. Super krass. Wie schon in der ersten Episode gesagt, die letzten 2 Jahre waren bescheiden, um das Ganze mal nett auszudrücken. Somit war auch wirklich absolut kein Team an mir interessiert und ja, Sponsoren zu finden ist auch sehr schwer gewesen, beziehungsweise schon fast unmöglich. Aber Gott sei Dank gibt es noch ein paar Leute, die an mich glauben oder vielleicht auch einfach Mitleid mit mir haben, ich weiß es nicht. Ich wahnsinnig dankbar darüber bin, denn ich habe dann mehr oder weniger zwangsläufig entschieden, mein eigenes Team zusammenzubauen und als Privatfahrer an den Start zu gehen. Ich denke, dass es eine Möglichkeit sein könnte, erfolgreich zu sein, die zwar natürlich ein paar Nachteile mit sich bringt, wie zum Beispiel alles selber organisieren, finanziell einen riesengroßen Nachteil mit sich bringt, denn ich brauche das Motorrad, ich brauche noch ein Rennmotorrad und ja, Ersatzteile brauche ich dafür auch. Und natürlich bei der 250er mit einem originalen Motor aus der Kiste kommst du nicht wirklich weit. Es bringt aber auch im Grunde genommen positive Sachen mit sich, denn A, wenn irgendwas schief läuft, bin ich ganz allein zuständig, das zu regeln und werde nicht von irgendwelchen Leuten vertröstet, dass die Ersatzteile nächste Woche kommen oder das Fahrwerk in 3 Tagen kommt, was dann aber in 14 Tagen noch nicht da war. Und natürlich macht es die ganze Sache auch viel einfacher für den Fall, dass ich performe und bei einem guten Team irgendjemand ausfällt und ein Ersatzfahrer gesucht wird. Kann ich sagen, hey, ich bin bei niemandem unter Vertrag. Ich könnte für euch fahren. Aber gut, dafür müsste man erstmal performen und ja, bis es soweit ist, glaube ich, kann ich mich erstmal auf mich konzentrieren und sehen, dass ich mein Bestes gebe. Und das erste Ziel ist erstmal mit einem fähigen Rennmotorrad nach Anaheim 1 zu kommen. Anfang Oktober ging, wie man in Amerika sagt, das Bootcamp los und das schlaucht. Das ist viel Konditionstraining, viel Krafttraining, viel Zeit auf dem Motorrad. Die Vorbereitungszeit ist definitiv die anstrengendste Zeit in der ganzen Saison. Man hat 12 bis 15 Stunden pro Woche allein nur körperliches Training. Davon sind 3 bis 4 Stunden im Maximalpulsbereich zwischen 190 und 200 Schläge die Minute. Und das geht mal auf eine Woche, aber wenn man das mal hochrechnet von Anfang Oktober bis Anfang Januar, kommen da einiges an Stunden zusammen, wo man sich wirklich quält. Im Grunde genommen jeden Tag sich so schunden, dass man abends um 9 irgendwann komplett geschafft ins Bett fällt, aber irgendwie ist es auch wirklich was Schönes. Ich glaube, das habe ich dieses Jahr erst begriffen oder vielleicht habe ich auch erst die Motivation wiedergefunden, mich wirklich richtig zu schunden und Gefallen in so einer unkomfortablen Situation zu finden. Deswegen auch irgendwie das ganze Thema Privatfahrer mit dem Rücken zur Wand zu sein. Irgendwie war ich noch nie in der Situation, wo ich wirklich im Grunde genommen nicht mal weiß, wie ich überhaupt finanziell das Ganze schaffen soll, überhaupt bis
Anaheim 1 zu kommen, geschweige denn durch die ganze Saison zu kommen. Aber irgendwie ist es so eine Extremsituation, dass ich schon, ich will nicht sagen Gefallen da drin finde, aber wirklich viel mehr Motivation da drin finde, auch in mir selber drin finde. Und ich glaube, das zeigt sich auch im täglichen Training wieder. Nochmal zum Thema Motorrad. Natürlich ist es als Privatfahrer auch eine riesengroße, schwere Aufgabe, ein Motorrad zu bauen, was konkurrenzfähig ist. Denn ein Satellite-Team, also ein unterstütztes Team oder generell, egal ob du nur ein ganz normales Team nimmst, hat schon mal deutlich mehr Budget als ein Privatfahrer und ist trotzdem zum Teil meilenweit entfernt von einem Werksteam. Nicht nur vom Budget, sondern auch vom ganzen Motorrad her. Egal ob es Leistung ist oder Komfort, denn viele Werksteams finden dann nochmal das eine oder andere im Fahrwerk oder sogar im Chassis, was dem Fahrer mehr Komfort bietet und somit der Fahrer schneller fährt. Deswegen ist es eine riesengroße Aufgabe, das Ganze irgendwie so hinzubekommen, dass man ein konkurrenzfähiges Motorrad hat und dann dazu noch ein fitter Fahrer zu sein, der eine solide Vorbereitungszeit hatte und sein ganzes Training absolviert hatte. Da ich nach wie vor noch auf dem Dog Pound trainiere, was in Lawrences gehört, ist, wie auch schon letztes Jahr gesagt, das Besondere daran, dass jeder jedem helfen möchte und auch hilft. Und auch wenn ich jetzt leider keine Werksmotorräder bekomme, aber ich bekomme definitiv die Hilfe von Desi Lawrence, wenn es um Fahrtechnik geht und auch um Fahrwerkssachen. Eine andere Sache, die mir auch wirklich gut in die Karten spielt, ist, dass René Ebert hier vor Ort ist, der 25 Jahre im MXGP-Zirkus Mechaniker und auch Chefmechaniker von Werksteams war und er auch weiß, wie ein Motor zu funktionieren hat und er mir da hilft, ein gutes Motorrad aufzubauen. Und ich denke, damit ist schon mal viel gemacht. Und ja, wie schon gesagt, das Größte ist wirklich die Hilfe von allen Leuten hier auf dem Dog Pound, egal ob es Hunter und Chet ist, die hier einfach mal mir hier und da einen Tipp geben, wie ich schneller durchs Waschbrett fahren kann, oder Desi, der an der Seite steht und sagt, mach deine Bremse in Kurven einfach mal ein bisschen zeitiger auf. Und dann natürlich auch René und andere Leute, die mir hier permanent helfen. Mein Ziel für die kommende Saison ist, mein volles Potenzial auszuschöpfen und vor allen Dingen an einem Renntag zu zeigen. Deswegen hatte ich mich nach der letzten Saison lange hingesetzt über mehrere Tage und habe mir mal Notizen gemacht, was ich gemacht habe in den Jahren, wo es gut lief, was ich anders gemacht habe in den Jahren, wo es nicht gut lief. Und daraufhin habe ich einen Plan gemacht. Und der wird jetzt strukturiert und in gewisser Weise stur verfolgt. Und ja, Vorbereitung heißt viel Training auf dem Motorrad. Das heißt viel Training abseits vom Motorrad. Viel Sachen, die ich nicht gerne mag, wie zum Beispiel Intervalltraining. Ich hasse Intervalltraining, aber das sind Sachen, die ich brauche. Und
eine andere Sache, die seit diesem Sommer ganz weit oben im Training steht, ist das mentale Training. Denn wer mich kennt, weiß, ich bin schon fast in hoffnungsloser Kopffall. Deswegen habe ich wirklich im Sommer schon viel Sachen gemacht, die mir in der Saison weiterhelfen werden. Das letzte Training ist endlich geschafft. Ich hatte eine solide Vorbereitung, fühle mich seit langem, wirklich seit langer Zeit richtig wohl auf dem Motorrad. Ich denke, dass ich in der Vorbereitung einen guten Schritt nach vorne gemacht habe und am Wochenende steht das allererste Rennen an. Es geht nach Anaheim. Wie es mir dort und bei den ersten paar Rennen ergeht, werdet ihr hier bei Weberwerke sehen in Episode 3, um kein Video zu verpassen. Einfach den Kanal abonnieren. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr das Video liked und vielleicht sogar teilen könnt. Falls ihr Fragen habt, schreibt es mir in den Kommentaren. Und wir sehen uns wieder. Wann genau, weiß ich gar nicht. Ich muss jetzt erstmal Rennen fahren. Ich will jetzt erstmal Rennen fahren. Und wir sehen uns wieder. Versprochen.